Hallo meine lieben Nähfreunde, heute ist es endlich wieder soweit und es gibt ein neues Schnittmuster von mir. Das feiern wir gemeinsam und nähen gleich mal los. Ich bin so stolz, euch endlich mein neues Schnittmuster präsentieren zu können, und zwar ist es das Shirtkleid. Ihr seht dort hinten schon die lange Version. Das ist ein Kleid, das ungefähr knielang ist. Ihr könnt es mit langen und mit kurzen Ärmeln nähen. Und heute nähen wir mal die kurze Version, die eher wie ein T-Shirt getragen wird. Ich blende euch hier oben direkt einmal ein, wo ihr das Schnittmuster kaufen könnt. Das gibt's in meinem Shop, aber auch unten in der Videobeschreibung ist der Link. Ich finde übrigens auch cool, dass ihr die langen Ärmel schön für Herbst-Winter nutzen könnt, und ihr könnt dieses Kleid auch mit French Terry nähen. Das heißt, dann wird es auch ein bisschen wärmer und kuscheliger. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit dem Zuschnitt. Ich habe mal vorbereitet, was ihr alles für das Schnittmuster braucht. Zuerst mal druckt ihr euch die Schnittteile aus, die ihr benötigt. Es handelt sich hierbei um einen Ebenendruck, das heißt, ihr könnt in eurem PDF-Reader auswählen, welche Größe ihr ausdrucken möchtet, und schneidet sie aus. Dann nehmt ihr einen dehnbaren Jersey oder French Terry für euer Kleid oder für euer Shirtkleid. Ich habe mich jetzt hier für Jersey entschieden. Dann benötigt ihr noch etwas, um den Stoff zuzuschneiden. Bei mir sind das Rollschneider. Ihr könnt aber auch die Stoffschere nehmen. Ich nehme immer noch die Fadenschere. Und dann nehme ich zum Feststecken immer Stoffklammern. Da gehen aber natürlich auch Nadeln. Das ist kein Problem. Und dazu kommen dann bei mir auch noch neben der Schere die Nähgewichte. Beim Zuschnitt gibt es dabei gar nicht so viel zu beachten. Die Nahtzugabe von 0,7 cm ist hierbei enthalten und eine Saumzugabe von 2 cm für das untere Teil. Das heißt, ihr müsst hier nichts hinzufügen oder ändern, es sei denn, ihr wollt einen größeren Saum nähen. Die zugeschnittenen Teile sortiere ich mir immer mit dem Schnittmuster. Es steht auch immer drauf, wie oft ihr das zuschneiden müsst, ob einmal oder zweimal. Und jetzt kommen wir mal noch zu dem Bündchen. Ich habe jetzt hier das Halsbündchen. Achtet unbedingt auf den Fadenlauf. Bei mir ist jetzt auch noch ein Muster drauf, das eine Richtung hat. Deswegen achtet unbedingt dann beim Annähen drauf, dass euer Muster hinkommt. Das zeige ich euch aber später, wie ihr das am besten macht. Jetzt nehmt ihr euch das Vorder- und das Hinterteil und legt diese rechts auf rechts aufeinander. An den Schultern wird jetzt direkt festgesteckt, und das wird jetzt auch schon die erste Stelle, die wir zusammen nähen. Und zwar nähen wir jetzt oben diese beiden Schulternähte zusammen. Ich nehme dafür die Overlock, ihr könnt aber auch mit eurer normalen Nähmaschine mit dem Zickzackstich oder diesem Fake-Overlock-Stich zusammennähen. Jetzt haben wir schon das Oberteil zusammengenäht. Wenn man es aufklappt, würde es so aussehen. Das sieht ja schon fast wie ein Shirt aus. Jetzt wollen wir unten die Raffung anbringen. Dafür nehmen wir uns jetzt diese Shirtlänge und schauen mal, wie wir die Raffung machen können. Dieses Teil solltet ihr zweimal zugeschnitten haben, und wir werden jetzt mit dem Geradstich an der oberen Kante dieser Shirtlänge entlang schneiden. Diese Teile sehen jetzt sehr lang aus, das liegt aber daran, dass die noch gerafft bzw. gekräuselt werden. Hier oben müssen wir jetzt mit dem Geradstich lang, also ganz oben an eurem Muster, wo das Muster beginnt. Ich zeige euch mal die Einstellung meiner Nähmaschine. Also erstmal solltet ihr die Stichlänge hochstellen. Bei mir kann die bis 6 hochgestellt werden beim Geradstich. Das sieht dann bei meiner Nähmaschine so aus, sie stellt das immer schön dar. Jetzt wollen wir noch die Fadenspannung anpassen. Ich stelle die auf 1, weil bei mir sonst ein riesen Fadensalat passieren würde. Ihr könnt sie aber auch auf 0 stellen. Probiert das mal mit euren Reststücken vom Zuschnitt aus, was bei euch am besten passt für die Raffung. Ich nehme immer die 1, da kräuselt sich bei mir nichts und es gibt keinen Fadensalat. Als nächstes müsst ihr mal euren Unterfaden hochholen. Dafür benutze ich das Handrad. Setze einmal die Nadel nach unten und hole dann zum Beispiel mit diesem Stift hier, aber es geht auch ein Nahttrenner, meinen Faden so ein bisschen raus, bis ich dann beide auch in die Hand nehmen kann. Schaut mal, hier ist der Unterfaden, den habe ich jetzt rausgeholt. Wenn ihr beide Fäden festhaltet, wird der Beginn ein bisschen leichter. Fangt dann an zu nähen und Achtung, verriegelt auf keinen Fall die Naht, denn wir wollen sie ja am Ende auch kräuseln. Und dann beginnt ihr einfach mit dem Geradstich.
Versucht innerhalb der Nahtzugabe von 0,7 cm zu bleiben und näht einfach gerade lang. Manchmal kräuselt sich der Stoff dabei schon ein bisschen, wenn man zum Beispiel wie ich eine Fadenspannung von 1 benutzt. Jetzt nehmt ihr eure Nähnadel und auch das Füßchen hoch und zieht ein bisschen raus, so dass ihr ein bisschen mehr Faden habt. Das macht das Ganze dann beim Kräuseln ein bisschen einfacher. Schaut mal. Also die Nähte sehen jetzt natürlich nicht perfekt aus, aber das sollen sie auch gar nicht. Das ist ja nur eine Hilfe, damit wir dieses Unterteil von unserem Shirtkleid jetzt richtig gut raffen können. Dafür nehmen wir jetzt diese beiden hinteren Fäden und ziehen an denen ein bisschen und raffen damit den Stoff. Das heißt, wir schieben den Stoff auf den Fäden ein bisschen zusammen und können ihn so dann raffen. Meine Technik ist dabei so, dass ich beide Fäden zwar festhalte, aber eigentlich nur den oberen ein bisschen anspanne, also dass auf dem eher eine Spannung ist. Und den hinteren halte ich einfach nur, dass er mir nicht wegrutschen kann. Und dann kann ich einfach den Stoff auf dem Faden so lang schieben. Schaut mal. Und die Raffung kommt dann von ganz allein. Schiebt dann den Stoff so, dass ihr eine gleichmäßige Raffung habt. In meinem Schnittmuster ist vorgesehen, dass die Raffung nicht sehr stark ist, aber auch nicht sehr wenig bei Jersey. Bei French Terry werdet ihr nicht so eine starke Raffung haben. Die Länge des Stoffes soll dann ungefähr mit dem Vorder- bzw. Hinterteil zusammenpassen. Wenn ihr Probleme habt, die richtige Länge zu finden, dann legt euer Vorderteil zum Beispiel einmal an. Bei mir haut es jetzt gut hin, deswegen stecke ich jetzt erst einmal die beiden Seiten fest, also rechts und links. Und dann schüttle ich das so ein bisschen zusammen aus und habe dann das ganz locker aufliegen. Also das Oberteil sollte ganz locker auf dieser Raffung liegen. Besser seht ihr es, wenn ihr euch die Raffung nach oben legt, wenn ihr das rechts auf rechts aufeinander steckt. So könnt ihr auch sehen, ob die Raffung gleichmäßig ist und ob es gut festgesteckt ist. Wenn ihr nun eure Kleidlänge festgesteckt habt am Vorder- und Rückteil, könnt ihr die jetzt wieder mit einem elastischen Stich annähen. Ich nehme dafür wieder die Overlock, es geht aber natürlich auch wieder mit der Nähmaschine. Achtung, dehnt dabei nicht den Stoff, es sollte wirklich einfach nur locker aufeinander liegen. Also zieht nicht daran. Solltet ihr jetzt noch ein bisschen Garn sichtbar haben auf der Vorderseite eures Kleides von der Raffung, dann könnt ihr diese Hilfsnaht jetzt auch entfernen, das ist kein Problem. Nehmt dafür am besten einfach den Nahttrenner. Jetzt wollen wir einmal unsere Ärmel anbringen. Ich habe mich hier für kurze Ärmel entschieden. Diese Anleitung gilt aber auch komplett für lange Ärmel. Ich nehme mir jetzt die Ärmel vor und falte sie einmal mittig. Jetzt drücke ich hier oben an dieser Kante ein bisschen, damit sich dann ein kleiner Knick im Stoff zeigen kann. Diesen Knick lege ich jetzt genau rechts auf diese Naht, diese Schulternaht, die wir als allererstes geschlossen haben. Die sollte perfekt aufliegen für ein perfektes Ergebnis. Und dann könnt ihr es direkt feststecken. Jetzt komme ich wieder mit meinen Seiten. Jetzt stecke ich erstmal rechts und links fest. Und wenn ihr jetzt diese Rundung des Ärmels auch zusammenstecken wollt, achtet darauf, dass ihr das immer einfach nur ganz locker aufeinander legt. In diesem Schnittmuster wird nichts gedehnt, bis auf das Bündchen später. Legt es einfach locker auf und steckt es euch fest. Vielleicht nehmt ihr kleinere Abstände, damit die Rundung gut aufeinander passt. Bei den Ärmeln ist das Wichtigste das Feststecken, deswegen lasst euch hier Zeit und lasst euch nicht stressen. Festgesteckt sollte euer Shirtkleid jetzt so aussehen. Wir nehmen jetzt wieder einen dehnbaren Stich, um das Ganze anzunähen. Ich nehme wieder die Overlock. Ihr könnt wieder auch mit der Nähmaschine und dem Zickzackstich nähen. Bei der Overlock müsst ihr natürlich immer darauf achten, dass alles schön glatt aufeinander liegt, und auch bei den Rundungen solltet ihr euch wirklich bemühen und es langsam nähen. Das ist nicht immer so einfach. Versucht einfach immer alles gerade zu nehmen. Jetzt legen wir unser Kleid einmal rechts auf rechts und stecken uns die Seiten fest. Das ist jetzt ein guter Moment, wenn ihr ein Label anbringen wollt. Das könnt ihr an der Seite oder eben an diesem gerafften Rock anbringen. Ich habe mich jetzt unten für den Rock entschieden. Ich stecke mir das jetzt schon mal vorab fest, damit ich die Position fest habe, und dann mache ich mich ans Feststecken der Seiten. Dabei richte ich mich wie immer an den Fixpunkten an. Also ich habe mir jetzt hier die ganz linke Seite vorgenommen und stecke sie fest.
Diese Technik könnt ihr übrigens bei jedem Kleidungsstück anwenden. Dann habe ich hier die beiden Nähte, die ich gegengleich feststecke. Also eine geht nach oben und eine geht nach unten, damit es am Ende nicht so dick wird. Und jetzt nehmt ihr wieder einen elastischen Stich und näht alles rundherum fest. Das Label habe ich dabei auch noch mit festgesteckt. Alles, was unser Kleidchen jetzt noch braucht, ist das Halsbündchen. Da haben wir jetzt hier dieses längliche Stück genommen. Das legen wir einmal rechts aufeinander und nähen es zusammen. Dabei könnt ihr wieder einen elastischen Stich benutzen. Ich habe das einfach schnell mit der Overlock erledigt. Jetzt wollen wir das Halsbündchen einmal festnähen. Dabei könnt ihr euer Kleid auf links gedreht lassen, wenn ihr es feststeckt. Ich drehe es aber auf rechts, weil ich ja auf mein Muster achten muss. Ich möchte nämlich, dass das Halsbündchen richtig rum dran ist. Das hat ja das gleiche Muster. Ich nehme hier jetzt mein Jersey-Halsbündchen und beim Feststecken kann ich dann gut auf den Musterverlauf achten. Deswegen stecke ich es so rum fest, ist aber ein bisschen schwieriger. Dafür wird jetzt einmal längs gefaltet, sodass die Nähte links aufeinander liegen. Und das stecke ich mir dann immer fest, damit das Bündchen ein bisschen standhafter ist, wenn ich es dann feststecke. Also ich nehme jetzt mein Bündchen vor und stecke zuerst mal die Seite mit der Naht fest am hinteren Ende des Kleides. Schaut mal, so habe ich es rangehalten, um zu sehen, ob das Muster dann im Verlauf auch wirklich stimmt. Wenn es nicht hinkommt, dann müsst ihr das Bündchen einmal drehen, dann funktioniert euer Verlauf des Musters wieder gut. Also ich stecke jetzt das hintere Ende fest. Dafür wird das Kleid ein bisschen gefaltet und ich nutze wieder diese Technik, bei der ich einfach den Stoff ein bisschen zusammendrücke und dann diese kleine Falte oben habe. Ihr könnt es aber auch mit Schneiderkreide oder mit einem Trickmarker markieren. Das ist kein Problem. Ich falte einfach sehr gerne. Dann stecke ich die Naht genau an dieser Kante fest. Jetzt nehme ich die Hälfte vom Bündchen und auch hier nehme ich wieder diese Technik, dass ich das ein bisschen falte und feststecke. Und genauso werde ich jetzt erstmal die Hälfte vom Bündchen festlegen, indem ich es einmal ein bisschen dehne und lang ziehe. Schaut mal, so sieht man dann genau die Hälfte. Und dann falte ich auch in der vorderen Seite des Kleides beim Ausschnitt die Hälfte wieder und mache auch dort einen Knick. Dann werden wieder diese beiden Knicke aufeinander gesteckt. Und so habe ich eigentlich schon das halbe Bündchen festgesteckt. Die Seiten kann man dann gleichmäßig gedehnt feststecken. Versucht es immer schön akkurat zu halten, damit sich euer Bündchen nicht einrollt und perfekt festgesteckt ist. Jetzt wird wieder rundherum mit einem elastischen Stich festgenäht. Dabei nutze ich die Overlock und setze ungefähr kurz vor der Seitennaht der Schulternaht an, damit man dann hinten nicht diese vernähte Overlock-Naht hat. Die hat man sonst meistens im Nacken, weil man dort irgendwie das Gefühl hat, ansetzen zu müssen. Und so können wir die aber verhindern und haben die eher an der Seite und man sieht sie dann einfach nicht mehr. Die hintere Naht sieht dann auch sehr schön aus. Bei mir legt sich jetzt das Bündchen richtig gut an. Das ist richtig gut geworden. Ihr könnt jetzt aber auch dieses Bündchen noch einmal absteppen, zum Beispiel mit dem doppelten Geradstich. Den hat wirklich jede Nähmaschine und ich benutze den am allerliebsten. Ihr könnt aber auch mit der Zwillingsnadel absteppen oder mit einem Zickzackstich. Hauptsache elastisch, damit der Kopf gut durchkommt. Und jetzt wollen wir doch einfach nur noch mal säumen. Dafür nehmen wir jetzt die Ärmelchen und auch das untere Ende vor. Beides hat eine Saumzugabe von 2 cm. Ich nehme dafür das Lineal und messe das mit ab beim Umklappen der Säume, bevor ich sie festnähe. Ich säume am allerliebsten mit der Zwillingsnadel, deswegen muss ich jetzt das Kleid nochmal wenden und es auf rechts drehen, damit ich dann die Säume perfekt nähen kann. Für die Ärmel nutze ich dabei den Freiarm der Nähmaschine. Das könnt ihr aber erst bei den größeren Schnitten benutzen. Wenn ihr für kleinere Kinder näht, dann wird das wahrscheinlich zu sehr gedehnt. Also benutzt sie dann lieber nicht. Ich nähe hier die Größe 110. Da funktioniert der Freiarm schon ganz gut. Auch hier ist es leicht gedehnt, deswegen muss ich immer so ein bisschen nachschieben mit den Fingern.
Wenn ihr alles immer gut festgesteckt habt, dann treffen die Nähte bei euch perfekt aufeinander. Ich bin besonders stolz auf diese Zwillingsnadelsäume. Die sehen wirklich hübsch aus. Ihr seht jetzt auch schon unten am Kleid den Zwillingsnadelsaum. So sieht der von innen aus, auch perfekt. Und von außen habt ihr dann diese doppelte Naht. Und die ist dehnbar. Mein Shirtkleid ist dabei wirklich hübsch und süß geworden. Es sieht einfach niedlich aus und ist super luftig und locker für den Sommer. Die Kleidvariante sieht ein bisschen schicker aus und kann auch bei Geburtstagen oder zum Beispiel der Einschulung getragen werden. Als lange Version mit langem Ärmel ist sie auch wirklich hübsch und ist ein richtiger Hingucker, sogar unter dem Weihnachtsbaum. Ich bin total verliebt in dieses Schnittmuster. Ich finde das Shirtkleid und auch das Shirt als Shirtkleid richtig toll. Ich liebe den Schnitt und ich finde dabei am besten, dass es so einfach und so schnell genäht ist. Bitte verlinkt unbedingt eure Werke, wenn ihr die bei Instagram oder Facebook postet, damit ich die auch posten kann und vor allem auch mal sehen kann, denn ich will ja sehen, was ihr da draus zaubert. Ich freue mich auf eure Werke und auf das nächste Mal. Macht's gut!